Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. In diesem Video habe ich etwas ganz Besonderes hier stehen und darum geht erstmal ein ganz dicker Dank an Canton raus. Canton hat mich am Anfang dieses Jahres angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit denen was zusammen zu machen. Und darüber habe ich mich riesig gefreut und habe natürlich Ja gesagt. Und jetzt habe ich hier was stehen? Die neuesten Sprösslinge der GLE-Serie und zwar die Spitzenmodelle, die GLE 90. Diese werden wir uns in diesem Video mal genauer ansehen. Ich freue mich riesig drauf, ich hoffe ihr auch. Bleibt doch einfach dran, los geht's, euer Speaker Schocker. Aber kurz was zu Canton selbst. Canton ist ein deutsches Lautsprecherunternehmen mit Sitz in Hessen, welches 1972 gegründet wurde. Sie haben sich seit jeher auf die Fahne geschrieben, Lautsprecher der Spitzenklasse zu bauen. Dabei haben sie nicht nur einfach Lautsprecher gebaut, sondern auch Lautsprechertechnologien entwickelt, selbst erfunden und auch weiterentwickelt. Viele dürfte Canton bestimmt erst 2004 richtig aufgefallen sein, denn da trat zum ersten Mal die Canton-typische Wavesticke in Erscheinung. Und auch die GLE-Serie hat schon eine etwas längere Entwicklungszeit hinter sich, und zwar 20 Jahre. 2001 hat es angefangen mit der Lautsprecherserie LE 109, hat sich weiterentwickelt über die GLE-Serie 490 und 2013 hat es dann auch die Wavesticke geschafft, in die GLE-Serie mit reinzukommen mit der GLE 496. Die Konstruktion ging weiter, die Entwicklung ging weiter und jetzt haben wir hier die GLE 90 stehen. Die schauen wir uns jetzt in diesem Video doch einfach mal genauer an. Canton, wie kommt man denn auf so einen Namen? Canton, das besteht aus dem lateinischen Wort für singen cantare und aus dem deutschen Wort Ton, zusammen Canton. Mit Lautsprecher kann Geschichte Spaß machen. Der Canton GLE 90 gibt sich ganz klar als Standlautsprecher zu erkennen. Es ist ein Drei-Wege-System. Der Lautsprecher hat eine Breite von 21 cm, eine Tiefe von 31 cm und eine Höhe von 106 cm. Ist also nicht der größte, aber auch nicht der kleinste. Damit bringt er ein Gewicht von um die 20 Kilogramm auf die Waage. Wie vorhin schon angesprochen, geht die Entwicklung der GLE-Serie immer weiter und Lautsprechertechnologien aus der höheren klassigen Preisklasse wandert irgendwann auch in die GLE-Serie rein. Und genauso ist es hier bei der GLE 90 auch. Die Chassis, finde ich, sind etwas ganz Besonderes. Bei den Vorgängermodellen waren noch Aluminiummembranen verbaut worden. Das ist hier ein bisschen anders. Der Hochtoner besteht aus einer 25 mm Aluminium-Mangan-Hochtonkalotte. Der 174 mm Mitteltöner besteht jetzt auch neu bei der GLE 90 Serie aus Titanium und das hat es vorher noch nicht gegeben. Die Vorgängermembranen, die waren noch aus Aluminium. Richtig klasse, auch hier mit einer überarbeiteten und weiterentwickelten Wavesticke. Zwei Tieftöner dürfen an dieser Stelle natürlich auch nicht fehlen für ordentlich Wumms. Diese haben jeweils einen Durchmesser von 192 mm und sind ebenfalls aus Titanium gefertigt und haben ebenfalls die überarbeitete Wavesticke. Das Ganze soll den Lautsprecher ermöglichen, ein Frequenzband von 20 bis 40.000 Hertz abzudecken. Sehr interessant, die 40.000 Hertz der Hochtöner, da kommen wir gleich noch genauer zu sprechen. Eine Übergangsfrequenz haben wir bei 300 und bei 3200 Hertz. Das heißt, der Mitteltöner fängt bei 300 Hertz an und der Hochtöner bei 3200 Hertz. Der Lautsprecher kommt mit einer exzellenten Verarbeitung daher und das Design würde ich jetzt als schlicht, aber dennoch modern bezeichnen. Ganz besonders finde ich, das ist die Schallwand, denn die ist mit einer Art Strukturlack beschichtet oder halt lackiert. Habe ich so in der Form bei, ich sag mal, HiFi-Lautsprechern, die man zu Hause aufstellt, noch nicht gesehen, aber ich finde, das sieht richtig gut aus. Den Lautsprecher gibt es nicht nur in matt schwarz, den gibt es auch noch in weiß und in einer Farbe, die sich Makassar nennt. Ich weiß nicht wirklich, was es ist. Ich sag's einfach mal, es ist eine Art Braunton. Wer bei dem Lautsprecher jetzt nach Verarbeitungsmängeln sucht, ja, viel Spaß, denn der kann lange suchen, denn die gibt's nämlich gar nicht. Besonders schön anzusehen finde ich es, wie die Chassis in die Schallwand integriert worden sind. Das lässt sich einfach wunderbar ansehen, besonders auch mit der Wavesticke. Was mir besonders gut gefällt, ist die Titaniumfarbe oder die Titanfarbe der einzelnen Chassis. Titan ist ein bisschen dunkler wie jetzt eine Aluminiummembran oder Silber oder halt. Titan hat halt ein bisschen was Gelbstichiges, ist einfach ein bisschen dunkler und ich finde, das ist richtig schön.
und ist auf den Lautsprechermarkt auch mal ein bisschen was anderes. Irgendwie unauffällig, auffällig. Wer das Ganze noch ein bisschen unauffälliger, auffälliger haben möchte, der kann die ganze Technik einfach hier hinter die magnetisch haltende, stoffbespannte Abdeckung verstecken. Auch diese ist irgendwie auch wieder ein Hingucker, weil einfach mal oval. Wenn man das Ganze jetzt hier in weiß noch hätte, wird das Ganze noch ein bisschen weiter hervorstechen. Die Rückseite des Lautsprechers gibt jetzt keine große Überraschung mehr her, aber ein sehr schönes Kabelterminal hat der Lautsprecher trotzdem inne. Die Kabelklemmen lassen sich wunderbar drehen, lassen sich schön fühlen, die sind sehr schön groß und lassen sie sich, weil es eben schön groß ist, auch sehr schön drehen, ohne dass man irgendwie Probleme mit den Fingern bekommt. Sehr dickes Kabel kann man hier auch reinstecken ohne Probleme oder man arbeitet einfach mit Bananensteckern. Zudem ruht der Lautsprecher noch auf 4 Füßchen, worauf er perfekt, egal ob auf Teppich oder auf glatten Böden, weil gummiert, perfekt steht. Jetzt aber genug von Äußerlichkeiten und Technik und Design. Ein Lautsprecher soll natürlich richtig, er soll gut klingen. Und beim Klang sind mir doch die ein oder anderen Besonderheiten aufgefallen. Fangen wir mal beim Hochtöner an. Ich habe es ja im Video schon mal angesprochen, dass ich den Hochtöner heute noch mal ein bisschen thematisieren werde. Und zwar ist der mir persönlich positiv aufgefallen. Er spielt sehr direkt, fast so, als hätte man einen Kopfhörer auf, allerdings mit der Portion Räumlichkeit. Der Lautsprecher spielt dank des Hochtöners sehr frei, sehr offen und vor allem sehr, sehr fein. Der Hochton, der kommt wie gesagt sehr direkt, aber nicht jetzt irgendwie übertrieben. Er kommt ans Ohr, bringt aber den Mittelton und den Bass, so wie es sich gehört, zusammen mit, sodass das Ganze sich sehr schön rund anhört. Zudem ist mir auch noch aufgefallen, dass der Lautsprecher darauf verzichtet, irgendwie die Bässe künstlich hoch zu pushen oder sowas und so sehr neutral abgestimmt ist. Und wenn wir jetzt hier eine Messung sehen, die ich hier im Raum gemacht habe, dann können wir tendenziell sehen, wo geht denn die Richtung hier bei dem Lautsprecher hin. Und da sehen wir, dass der Lautsprecher doch wirklich sehr schön neutral abgestimmt ist. Jetzt gehen wir mal von der Senke bei 90 Hertz, die lassen wir mal weg, die habe ich hier im Raum, das ergibt sich hier im Raum und der Aufstellungsposition des Mikrofons. Da können wir jetzt mal von ausgehen, dass die Linie geradeaus weitergeht, dann sieht man, dass der Lautsprecher bei um die 50, 40 Hertz, dass er da schön anfängt und eigentlich linear bis zum Ende hin, dass er da wunderbar durchspielt. Das mag für den einen oder anderen vielleicht etwas langweilig klingen, weil da fehlt der Bass, da fehlt die Höhen, aber ich finde das richtig genial. Denn so soll es eigentlich auch sein. Ein Ziel ist es eigentlich, einen Lautsprecher so linear wie möglich abzustimmen. Viele Lautsprecher gehen da leider den bisschen anderen Weg. Die pushen den Bass ein bisschen, die pushen die Höhen ein bisschen. Und ich denke, das ist irgendwo so dieses Mainstreamige. Hauptsache viel Bass und viel Höhen. Aber viele Musiktitel haben in Wahrheit gar nicht so viel Bass, aber es wird von den Lautsprechern hochgepusht und das finde ich irgendwo bei manchen Lautsprechern schade. Das machen die nicht so. Das heißt aber lange nicht, dass die hier kein Bass können. Oh doch, die können Bass, aber halt nicht so übertrieben. Natürlich, wenn ihr ein übertriebenes Basslied habt oder sowas, dann machen die das auch übertrieben, so wie das Lied dann halt ist, aber nicht künstlich irgendwo noch den Bass oder die Höhen erhöht. Nö, die bleiben dann so, wie es dann eigentlich ist. Und damit ihr euch einen kleinen, aber feinen Eindruck machen könnt, wie der Lautsprecher so klingt, habe ich einen Soundcheck vorbereitet. Dieser ist 3D binaural aufgenommen worden, also für das beste Klangergebnis nutzt am besten eure Kopfhörer und dann würde ich sagen, viel Spaß bei dem Soundcheck.
Der Lautsprecher spielt sehr neutral, was ihn eigentlich auch für jede Musikrichtung eignbar macht. Das ist auf jeden Fall schon mal eine herausragende Sache. Dabei spielt der Lautsprecher, wie schon gesagt, sehr fein, sehr offen, aber auch sehr räumlich. So eine Räumlichkeit erlebe ich bei geschlossenen Lautsprechern eher selten. Sowas hatte ich schon mal bei einer offenen Schallwand, aber von geschlossenen Lautsprechern hatte ich diese Räumlichkeit und diese Bühne, diese breite Stereobühne, wie der Lautsprecher ihn aufbaut, so noch nicht gehört. Und dabei finde ich, der Hochtöner, der macht hier in dem Lautsprecher eine richtig gute Sache. Mir gefällt er richtig, richtig gut. Das macht richtig Spaß damit, Musik zu hören, weil der sehr direkt ist. Der ganze Lautsprecher spielt sehr direkt, aber trotzdem auch sehr, sehr räumlich. Fast schon so, als hätte man, wie gesagt, einen Kopfhörer auf mit der richtigen Räumlichkeit dabei. Und dabei ist es dem Lautsprecher eigentlich egal, was man da jetzt für einen Verstärker angeschlossen hat. Man braucht da jetzt nicht die Hyper-Hopper-Endstufe oder sowas. Auch kleinere Verstärker oder sowas reichen dem Lautsprecher auch. Der braucht jetzt nicht hohe Lautstärken oder viel Leistung, um auf Touren zu kommen. Wenig Leistung reicht den Lautsprecher da auch schon aus. Dabei kann sich der Bass auch sehen lassen, aber was mir besonders hier aufgefallen ist, kurze Bassschläge, kurze starke Bassschläge kann der Lautsprecher sehr gut verdauen. Er hat ich glaube, eine Belastbarkeit bis hin zu 300 Watt und das kann man auch schon mal ganz gut machen. 150 Watt kann man ihn ohne Probleme geben, das kann er verkraften, aber dann hat man aber auch schon Pegel. Da muss man sich auf der Couch nebeneinander schon anschreien, damit man sich überhaupt noch hört. Also laut können die Lautsprecher auf jeden Fall auch, ohne dass sie dabei die Fasson verlieren. Und es ist dann auch nicht stressig, mit dem Lautsprecher Musik zu hören. Man kann sehr lange mit diesem Lautsprecher auch höhere Lautstärken hören, ohne dass der Lautsprecher oder dass es einem selber zu stressig wird. Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Merkmal. Was allerdings ein bisschen komisch ist, sitzt man bei dem Lautsprecher, so habe ich es jetzt im Raum die Erfahrung gemacht, nicht perfekt im Stereo-Dreieck, hat man auch gefühlt kaum noch Bässe. Es ist nicht nur dann irgendeine Frequenz vom Bass weg, sondern der gesamte Bass ist auf einmal viel leiser, viel weniger. Wenn man nicht perfekt im Stereo-Dreieck sitzt. Sitzt man allerdings perfekt im Stereo-Dreieck, so wie das Mikrofon gerade aufgebaut war, dann ist das alles astrein. Da kann ich gar nicht meckern. Macht wirklich Riesenspaß. Vor allem auch, wie dynamisch und präzise der Bass oder beziehungsweise der ganze Lautsprecher ans Werk geht. Das ist schon wirklich eine feine Sache. Wer auf die Suche nach einem guten Lautsprecher ist, so im 1000 Euro Paarpreisbereich, der kann sich ja die Canton GLE 90 gerne mal genauer anhören. Bei Canton kann man 30 Tage testen, hören. 5 Jahre Garantie gibt es auch. Wem das Ganze hier allerdings zu groß und zu mächtig ist, es gibt auch noch eine kleinere Version, das ist dann die GLE 80, aber generell die GLE-Serie, die ist breit gefächert, Regallautsprecher, Center, es gibt auch Lautsprecher mit Atmos-Lautsprechern obendrauf, da kann man einfach mal gucken, was man da so haben möchte. Ich denke, da ist für den einen oder anderen etwas dabei. Schaut da einfach mal unten in die Videobeschreibung, da habe ich noch weitere Infos und die Links für euch zusammengepackt. Und ich bedanke mich wieder bei euch, liebe Leute, dass ihr mir eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Möchtet ihr noch mehr Canton-Lautsprecher-Videos oder sowas sehen, dann schreibt das ganz gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da bestimmt das ein oder andere dann noch irgendwie gedeichselt kriegen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, liebe Leute, dann gebt ihr noch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann abonniert doch einfach diesen Kanal, da würde ich mich riesig drüber freuen. Bleibt mir gesund und munter, liebe Leute, dann würde es mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's bis dahin gut, euer Speaker Schocker. Tschüss! Ach, da oben sind noch 2 Videos und da unten ist Abonnieren.